أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Das ist unsere 11. Halaqa, Erklärung des Buches 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Sheikh al-Hakami, nachdem La ilaha illallah erklärt hat, mit Bedingungen, mit Säulendeutung, beginnt jetzt über zweite Teil vom Zeugnis zu reden. Muhammadun Rasulullah. Wir haben schon die Frage 28 gelesen, jetzt kommt die Frage 29 haben wir auch gelesen. Dann kommt die Frage 30. Was ist die Bedingung des Zeugnisses, Muhammad ist der Gesandte Allahs, Muhammadun Rasulullah. Und wer das Zeugnis ohne diese angenommen, der Diener tritt nur durch diese zwei Zeugnisse, Shahadatan. Shahadatan, das ist Dua. Shahada ist eins. Shahadat, das ist Dua auf Arabisch. In den Islam ein. Sie sind untrennbar. Deshalb sind die Bedingungen des zweiten Zeugnisses, Muhammad Rasulullah, die gleichen wie des ersten Zeugnisses La ilaha. Die Zeugnisse sind gleich. Was sind die Zeugnisse von La ilaha? Wer kann mir die sagen? Wie viel erstmal? Wie viel sind das? Die Zeugnisse von La ilaha illallah. Wie viel sind das? 5, 6, 7 sind das. Und vergessen. 7. Okay, die erste Bedingung. Wie kann man sagen? Die erste Bedingung. Al-Ilm, das Wissen. Zweite, wir müssen das lernen. Das zweite, was ist das zweite? Al-Inqiyad. Inqiyad, das ist Gehorsam. Inqiyad, das ist Gehorsam. Nein. Dann kommt Al-Yaqin, Gewissheit. Dann haben wir 3 jetzt. Kommt vierte, Qabul, Akzeptanz. Ja, fünfte, hm? Fünfte, Ikhlas, Aufrichtigkeit. Sechste, wir sind gleich schaffen wir das. Sechste, Mahabba, also die Liebe. Siebente, hm? An Aufrichtigkeit. Hm? Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Sidq.
Diese 7 Zeugnisse sind, diese 7 Bedingungen sind auch die Bedingungen für Muhammad Rasulullah. Muss man mit Wissen, muss man das wissen, also was das bedeutet, muss man das akzeptieren, muss man das lieben, muss man wahrhaftig sagen, aufrichtig sein, muss man akzeptieren. Das ist dieselben Bedingungen für La ilaha illallah. Er sagt, was ist der Beweis dafür, dass das Gebet Salah ist? Er redet über Salah. Was für eine Anordnung ist das? Was für eine Anordnung? Also, jetzt rede ich über Gebet. Wo steht diese Anordnung jetzt? Dass er redet über La ilaha illallah, dann redet über Gebet jetzt. Wo steht das? Steht im Koran? Aber es steht nicht im Koran in ein Ayah, dass die 5 Säulen. Ne? Also im Hadith von Jibril, Jibril fragt den Prophet sallallahu alaihi wasallam über Islam. Er sagt, der Islam ist Shahada von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wir richten das Gebet, richten von der Zakat, Fasten von Ramadan, Hajj. Ja? Das sind die 5 Säulen von dem Islam. Er redet über die 5 Säulen von Islam. Er redet jetzt über die 5 Säulen von Islam. Er redet über La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dann redet über Gebet. Was ist der Beweis dafür, dass das Gebet, das Salah und die Armensteuer, das Zakat Pflicht sind? Aha. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe als Zakat entrichten, dann lasst sie ihres Wegs ziehen. Das bedeutet, das sind Bedingungen, das sind Säulen. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Und andere Beweise. Es gibt viele Beweise also über das Gebet. Was ist der Beweis dafür, dass Fasten Saumpflicht الصلاة الصلاة الزكاة الصوم الحج الإيمان الإحسان الإسلام diese Worte, die haben eine Bedeutung in der arabischen Sprache und die haben eine Bedeutung im Islam. Erste Bedeutung, das ist sprachliche Bedeutung. Zweite Bedeutung, das ist rechtmäßige Bedeutung. Und Gebet in arabischer Sprache, das ist Dua. Das ist Dua. Ja? Also Gebet in arabischer Sprache ist Dua. Und dann kam der Islam, er hat das so gelassen in der Bedeutung, dass Salah Dua ist. Aber er hat was hinzugefügt. Sujud, Al-Ruku' und vielen anderen, in Form auch, wie man betet. Man steht auf, liest. Aber was man sagt, ist alles Dua. Ja? Also wir untersuchen das jetzt. Du sagst Allahu Akbar. Ist Allahu Akbar Dua? Ich frage euch, jetzt versucht mit mir damit wir das. Also ist Allahu Akbar Dua? Und Allahu Akbar, ist das ein Dua? Hm? Nee. Also wir reden nur über Allahu Akbar, ob es Dua ist. Dhikr wird sagen. Es ist kein Dua, nein. Dhikr würde ich sagen. Mhm. Ich würde auch Dhikr sagen. Dua ist Dhikr. Dua ist eine Art Dhikr. Ja, das ist Dhikr. Aber ist das Dua, Spezial Dua? Das ist Dua. Also, das ist Dua. Dua ist 2 Arten. Das muss ihr alles lernen. Dua ist 2 Arten. Dua der Anbetung, Dua des Verlangens. Also Dua der Anbetung, du verlangst für Allah nicht. Du sagst ihm nicht, gib mir. Das ist wie Allah. Du lobst ihn. Das ist eine Anbetung. Das ist Dua der Anbetung. Dua ul-Ibadah.
Und wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ist alles Dua der Anbetung. Aber wenn du sagst, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, leite uns recht, geraden Weg, leite uns den geraden Weg recht. Das ist Dua, aber du hast was verlangt. Du hast was, du willst was von Allah. Du willst die Rechtleitung. Deshalb, Dua ist zwei Arten. Dua der Anbetung, Dua al-Mas'ala. Mas'ala die Frage. Du hast was gefragt. Habt ihr verstanden? Versteht ihr das? Und alles, was du sagst im Gebet, das ist Dua. Subhana Rabbi al-Azim, ist Dua der Anbetung. Subhana Rabbi al-A'la, Astaghfirullah. Alles, was du sagst, ist Dua. Das ist Dua. Entweder Dua al-Ibada oder Dua al-Mas'ala, der Frage. As-Salah im Arabisch ist Dua, auch im Restmäßig Dua. Ist auch Dua, aber mit einer Form. Mit einer Form. Und diese Form hat der Prophet sallam praktiziert, uns gezeigt. Der Prophet sagt, betet, wer er mich beten sieht. Seht. Das ist Sallu kama ra'aytumuni usalli. Diese Form, diese Art. Ja? Das bedeutet, dass das Gebet ist Gehorsam, Gehorsamkeit, Gehorsam. Und wie der Prophet gebetet hat, ist wie die Art und Weise des Gehorsamkeit. Und bei jeder Ibadah, Saum, Hajj, Kat, alles. Prophet, er zeigt wie. Er zeigt wie nicht nur mit der Aussage, sondern mit der Tat. Er macht das. Und Sahaba haben ihn gesehen, deshalb Sahaba sind Zeugen. Deshalb diese Generation des Sahaba, das heißt die vollkommene Generation. Die hat Al-Wahi gesehen, die hat die Offenbarung gesehen. Die hat das live gesehen. Die hat es übertragen. Du siehst, das sind die erste Stufe von der Überlieferung. Die haben Al-Hadith vom Prophet genommen, gesehen. Die haben gehört. Ja? Die haben gehört, die haben gesehen. Die haben alles übertragen, was der Prophet gemacht hat. Ja? Deshalb, Salah hat eine sprachliche, eine rechtsmäßige Bedeutung. Okay. Er sagt, was ist der Beweis dafür, dass das Fasten als Saum Pflicht ist? Also er redet über Saum. Saum ist auf Deutsch, das ist Fasten, das Fasten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Das ist Beweis. Woher wissen wir, das ist Pflicht vorgeschrieben, das Wort vorgeschrieben. Kutiba alaykum. Das Wort vorgeschrieben ist ein Ausdruck der Verpflichtung. Ja? Das ist ein Ausdruck der Verpflichtung. Und sagt, wer also von euch während des Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Das ist auch im Arabischen, das ist auch Pflicht. In Hadith über den Beduinen, der den Prophet über die Pflicht des Fastens befragte, sagte der Prophet außerdem das Fasten im Ramadan. Der Mann erkundigte sich weiter, bin ich noch zu weiterem Fasten als diesen verpflichtet? Darauf antwortete der Prophet nein, es sei denn, du fast freiwillig. Also das Fasten von Ramadan ist Pflicht. Ja? Also Fasten von Ramadan ist Pflicht. Alles, was man fastet außerhalb von Ramadan, das ist nicht Pflicht. Und das Saum auch ist wie Gebet. Hat eine sprachliche Bedeutung und eine rechtsmäßige Bedeutung. Das Saum auch, genau wie die alle Worte, die im Koran erwähnt wurden und im Hadith erwähnt wurden. Die haben eine sprachliche Bedeutung und eine rechtmäßige Bedeutung. Was ist der Beweis dafür, dass das Wallfahrt, Hajj, Pflicht ist?
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vollzieht die Wallfahrt, Al-Hajj und die Besuchsfahrt, Al-Umrah für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Wallfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Das ist ein Beweis, deutliche Beweise, dass ein Hajj Pflicht ist. Hajj auch hat eine sprachliche Bedeutung, eine rechtmäßige Bedeutung. Der Prophet sagte, O ihr Menschen, Allah hat euch die Hajj zur Pflicht gemacht. Und der Hadith von Jibril und der Hadith, der Islam wurde auf fünf Säulen erbaut. Diese wurden bereits erwähnt, sowie weitere Hadith. Also es gibt viele Beweise, dass das Hajj, das Gebet, das Hajj, das Saum also Pflicht sind. Was ist das Urteil über diejenigen, die eine der Säulen des Islam leugnet oder anerkennt, sich jedoch ihnen gegenüber hochmütig verhält? Er wird von islamischen Herrschern nach einem gerichtlichen Verfahren als ein Käfer getötet. Denn, also hier steht unten, solche Urteile werden nur durch einen islamischen Herrscher in einem islamischen Land, in dem die Scharia-Gesetz angewandt wird, durchgeführt. Denn er unterscheidet sich nicht von denjenigen, die lügen und hochmütig sind, wie Iblis und Pharaon. Also, kommt jetzt die Detail über das Thema. Er sagt, was ist das Urteil über jemanden, der die Säulen des Islam anerkennt, sie aber aus Faulheit oder Fehlinterpretation vernachlässigt? Also der erste, wie niemand das, also leugnet eine Säule von dem Islam, das ist nicht mit Einigung von allen Fuqaha, dass er kein Muslim ist. Was ist das Urteil über jemanden, der die Säulen des Islam anerkennt? Also bedeutet, er leugnet sie nicht. Er leugnet sie nicht. Sie aber aus Faulheit oder Fehlinterpretation vernachlässigt. Das Gebet. Das Gebet. Wer das Gebet vernimmt, wird zur Reue Tauba gerufen. Wenn er bereut, wird er nicht bestraft. Wenn er es ablehnt, soll er als Kapitalstrafe Al-Hadd dafür vom islamischen Herrscher Richter angeordnet getötet werden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten, die Abgesetztheit entrichten, dann lasst die ihres Wegs ziehen. Gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Der Prophet, das ist es gibt zwei Meinungen in der Geschichte über das Unterlassen des Gebets. Es gibt also in Bezug auf die vier Rechtsschulen, es ist bekannt, dass Imam Ahmed nimmt diese Meinung hier und die anderen nicht. Die anderen, also Imam Malik und Imam Shafi'i, sind einig über die Strafe, aber die sagen, das ist nicht Kafir, ist Muslim. Aber Imam Abu Hanif hat andere Meinung, dass er wird gefangen werden, muss zum Gefängnis. Der Prophet sagt, mir ist aufgetragen worden, die Menschen so lange zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Ilah gibt, dem man mit Wahrheit und Recht dient, außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, und bis sie das Gebet verrichten und Zakat geben. Das ist jetzt, das ist, der Zeit, wo er nicht betet, tritt er aus dem Islam aus. Wenn er betet, er kehrt zurück. Also er kommt raus mit diesem Grund vom Gebet. Tritt aus mit Gebet und kommt rein mit Gebet. Ja, also das ist, also wenn er wieder betet,
Das ist sein Tauber, ist das. Das ist sein Tauber. Er sagt, dass Armensteuer als Zakat von demjenigen, der die zu zahlende Zakat einbehält und nicht einflussreich ist, der Führer Imam der Muslime sie mit Gewalt nehmen. Ja? Aber Sahaba sind einig, dass er Kafir ist. Sahaba sind einig. Also es gibt eine Einigung. Diese Einigung haben viele großen Imame erwähnt. Die Armensteuer vor demjenigen, der die zu zahlenden Zakat einbehält, nicht einflussreich ist, wird der Führer, Imam der Muslime, sie mit Gewalt nehmen. Und so macht er ihn als ein Beispiel und nimmt von seinen als Strafe noch gesetzlich. Der Prophet sagte, wer auch immer die Zakat zurückhält, von dem werden sie nehmen einen Teil seines Besitzes zu als Strafe. Wenn jedoch diejenigen, die die Zakat zurückhalten, stark und in einer Gruppe sind, das ist wie in der Zeit von Abu Bakr, dann soll der Führer, Imam der Muslime, gegen sie kämpfen, bis sie bezahlen, wie es im Koran und im Hadith steht und wie es Abu Bakr und die Sahaba getan haben. Das Fasten. Bezüglich des Vernachlässigens des Fastens im Ramadan gibt es keine Beweise für eine vorgeschriebene Strafe. Der Imam der Muslime oder Vertreter können die Muslime, die nicht fasten, jedoch disziplinieren. Damit wird ein Beispiel für die anderen Muslime gegeben. Die Wallfahrt, Hajj. Der Diener hat sein Leben lang Zeit, um die Hajj zu verrichten. Doch man soll selbst die Initiative ergreifen und sich damit beeilen. Die Muslime, die gegenüber der Hajj gleichgültig waren, werden im Jenseits Al-Akhira bestraft. Für eine spezielle Strafe im Diesseits gibt es keinen Beweis. Was ist Al-Iman, der Glaube? Jetzt redet über Iman. Also nachdem er über Islam geredet hat, er folgt Hadith von Jibril. Er folgt also wortlich Hadith von Jibril. Hadith von Jibril, er kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihn gefragt, was ist Al-Islam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet mit die 5 Säulen. Dann sagt er zu ihm, was ist Al-Iman? Dann Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Iman, Glauben an Allah, sein Engel, sein Prophet, die Bücher, die Propheten, Tag der Auferstehung und Qadar. Also, was ist Al-Iman, der Glaube? Der Iman ist das Sprechen und das Handeln. Qawl wa Amal. Das Sprechen, das Handeln. Das Sprechen des Herzens der Zunge und die Taten des Herzens, der Zunge und der Organe. Das habe ich schon erklärt. Er nimmt zu mit dem Gehorsam gegenüber Allah und nimmt ab mit dem Ungehorsam. Die Stärke des Iman wird von einer Person zur anderen. Also der Iman sagt Sprechen und das Handeln. Und dann detailliert er. Er sagt, das Sprechen des Herzens, der Überzeugung und der Zunge. Also man sagt La ilaha illallah. Da macht er dicker. Und die Taten des Herzens und der Zunge. Also Taten des Herzens, das ist Liebe, Furcht, Verehrung, Hoffnung, Tawakkul, Vertrauen, diese Taten. Und der Zunge, das ist Al-Dhikr. Also Salam, wenn Salam sagt, jemand Salam, sagt Alaikum Salam. Schöne Worte. Und der Organ, also Gebet, Hajj, Fasten, Zakat, das sind Taten, der Organe. Er nimmt zu mit dem Gehorsam. Also wenn man viele Ibadat macht, Iman nimmt zu. Und nimmt zu mit dem Gehorsam gegenüber Allah.
Also in Bezug auf Dhikr, in Bezug auf Gebete, auf viele, auf Fasten, auf Umrah, auf also Pflicht und nicht Pflicht. Und nimmt ab mit dem Ungehorsam. Also mit dem Ungehorsam kommt der Iman runter. Die Stärke des Iman variiert von einer Person zur anderen. Der Iman variiert von einer Person zur anderen, weil die Taten variieren sich. Also es gibt Leute, die beten mehr, anderen, die fasten mehr, anderen, die machen viel Sadaqa, andere machen viel dicker. Die Leute variieren sich. Auch im Dunya, im Reichtum, manche haben viel Geld, manche wenig. Manche arbeiten 12 Stunden, manche arbeiten 16, 8, manche 6. Also alles variiert, auch in Bezug auf solche Taten von der Ibadah. Also die Leute variieren. Iman variiert sich von einer Person zur anderen. Was ist der Beweis, dass ein Iman aus Worten und Taten besteht? Also ich höre jetzt auf das Thema von dem Iman, obwohl ich das schon richtig detailliert habe. Aber ich will das richtig erklären nochmal, inshallah. Wir sind in Frage 37. Also er redet über, also bedeutet das Iman aus Worten und Taten. Ich will auch über die Sekten reden, über die Sekten, die andere Meinung als eine Sunna in Bezug auf den Iman haben. Also, habt ihr Fragen jetzt? Keine Frage. Okay, also wenn ihr keine Fragen habt, dann beenden wir unsere Halaqa. Also dann lernt ihr, dann gibt es eine Prüfung im August. Also im August gibt es letzte Prüfung, Abschlussprüfung, am 6. August, inshallah. Ja? Also 6. August. Dua al-Mas'ala, das ist Dua, wenn du was verlangst. Du fragst irgendwas mal. Das heißt nicht alle richtig. Also Dua al-Mas'ala, du fragst. Das ist Dua, du fragst, gib mir Geld, gib mir da, gib mir das, gib mir das. Das ist Dua al-Mas'ala. Dua al-Ibad, du lobst Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nee, das ist Abschlussprüfung. Moment. Nee, Moment. Dua, die Anbetung ist Lob. Dua, die Anbetung ist Lob. Lob. Also, du lobst Allah, du sagst Alhamdulillah, Astaghfirullah. Nicht Astaghfirullah, du verlangst die Vergebung, also du betest, du fragst Allah um Vergebung, um Vergebung. Aber wenn du sagst Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, das ist Dua der Anbetung. Also 6. August, dann wir machen die Prüfung, letzte Prüfung, inshallah. Also bedeutet, er lernt alles von Anfang. Es wird, Moment, also wird eine Woche, Moment, also nächste Woche, 23. haben wir Lektion, 30. haben wir Lektion, dann habt ihr eine Woche zum Lernen. Ihr könnt schon anfangen zu lernen. Nächstes Semester geht weiter, hoch beenden, inshallah. Wenn du kommst, inshallah. Okay, dann beenden wir unsere Halaqa. Jetzt habt ihr keine Fragen?
welche Frage? Also, wenn du nicht die Prüfung machen kannst, dann wenn du zurückkommst, inshallah. فيكم بارك الله. Dann beenden wir unsere Halaqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.